Vinny Junior gegen Mbappé, das ist das große Thema, glaube ich, der nächsten Monate. Und ja, Rodrigo ist eventuell auch ein Verkaufskandidat und so weiter und so fort. Und Mourinho wird wahrscheinlich bald vor der Tür stehen. Und ja, es wird interessant bei Real Madrid. Wir gehen rein. Mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr dabei seid. Hala Madrid. Ja, wo fangen wir an? Das ist wirklich so die Frage, wo wir anfangen. Ich denke mal, wir fangen bei Mbappé und Vinny Junior an. Ja, da ist das große Thema, wird das überhaupt in Zukunft klappen? Vor allen Dingen, wenn Mourinho kommt, angeblich hat er sich ja ausgesprochen mit Vini, aber das ist alles wieder Presse hin oder her. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und ich bin gespannt. Es brodelt und, man redet aktuell von einer Trennung. So, ob das nun wirklich stimmt, wir haben ja nun Perez auf der Pressekonferenz gehört. Es wird immer viel, ne, in der Presse gelogen, viel Blödsinn erzählt, egal, vor allen Dingen in Spanien. Ich meine, es wird ja sogar darüber geredet, dass unser Präsident Krebs hat. Schon wirklich schlimm, sowas in die Welt zu setzen. Eigentlich müsste man denjenigen, der das in die Welt setzt, so extrem verklagen, weil das geht einfach null. Das ist einfach so. Und, ja, heute steht ja ein Spiel an, ihr wisst das ja. Und, ja, auf jeden Fall, Mbappé und Vini können nicht so wirklich, vielleicht, was heißt vielleicht? Sie werden nicht miteinander können. Also, jeder möchte da ein Star sein und, wir haben es jetzt mitbekommen, dass auch ich habe es jetzt mitbekommen, dass wirklich, ich meine, ich habe es ja vorher schon gesehen, dass das Mbappé extrem ein riesengroßes Ego hat. Und da sind Sprüche gefallen: „Ja, wenn ihr ich habe das Pfeifen gehört“, oder „wenn ihr seid es nicht“, so nach dem Motto, ich will jetzt den richtigen, ich wollte habe das vergessen, jetzt hier einzublenden, hochzuladen: „Ihr seid es nicht wert, denn, wir spielen für sie“, oder irgendwie so was. Ich meine, wenn das denn stimmt, oder zu sagen, der Trainer hat gesagt, Arbeloa hat gesagt: „Ich bin der vierte Stürmer.“ Und Arbeloa hat dann gesagt: Moment mal, das habe ich nicht so gesagt. Vor allen Dingen, ich habe nicht mal 4 Stürmer.“ All diese Sachen, das ist nicht gut. Ich habe ihn bis dato ja immer extrem verteidigt. Ich tue es vielleicht immer noch, weil er schießt Tore, dies und jenes, aber so kann Real, oder so läuft es einfach nicht weiter. Und Vinny, die meisten werden auf der Seite von Vinny bleiben und sein. Das heißt Mbappé, und er macht sich ja auch viel selber kaputt, ob das der Sardinienurlaub ist, ob es dies ist, ob es jenes ist. Äh, Er stellt sich über den Verein, und das hat nicht mal ein CR7 gemacht, und das wäre auch nicht, oder das hätte auch nicht funktioniert. Und man sieht es, ein Ramos, der übrigens Sevilla ja jetzt, ne, es gehört ja jetzt Sevilla, den sehen Ramos, schon nice, aber der wollte auch zu viel. Viele wollten manchmal zu viel, das geht bei uns nicht. So, und dann ist Endstation. Ich finde es einfach sehr, sehr schade, im Endeffekt. Aber es war eigentlich schon vorprogrammiert, weil die haben beide dieselbe Position. Und sowas funktioniert auf Dauer nicht. So, und wenn dann so eine Egos noch sind, weiß ich nicht. Allerdings, wenn das wirklich auseinandergeht, ich bezweifle, dass aber einer von den beiden verkauft wird, das muss ich sagen. Aber wenn Mbappé weggeht, finde ich es auch nicht, das ist auch nicht perfekt. Vielleicht blüht er dann wieder auf, das kann sein. Aber wir wissen ja auch nicht denn, wer kommt. Weil angenommen, Haaland spielt nicht deren Position, aber überlegt euch mal das Szenario, Haaland würde kommen. Ähm, wie, oder was glaubt ihr denn, wie es dann für Vinny ist? Weil wenn der viele Tore schießt, Vinny hat immer sein Ego, er möchte allein da stehen, aber das wird auch nicht bei Real. Dann müsste er wirklich zu anderen Vereinen gehen. Es wird schwer. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, weil das ist wirklich so ein Hin und Herspiel, ne? Und ich bin echt gespannt. So, das nächste Thema ist Rodrigo. Ich habe Rodrigo eigentlich bis dato, muss ich sagen, und ihm bis jetzt eigentlich immer gefallen. Er hat natürlich jetzt mit der Verletzung, das tut mir leid für ihn. Und, er war für mich immer, ich meine, man weiß doch, was er drauf hat. Wenn er reingekommen ist, er hat immer, natürlich gibt es immer ein paar schlechte Spieler, aber er hat doch das getan, was er konnte. Und ich fand ihn bis dato richtig gut. Und ich habe nur jetzt gelesen, ich kann es mal kurz vorlesen, ich habe jetzt keine Brille auf, Rodrigo soll laut mehreren Quellen intern als möglicher Verkaufskandidat gelten, falls ein externes Angebot rauskommt. Saudi-Clubs und Premier League-Teams beobachten die Lage wohl, konkret. Die Summe, über die gesprochen wird, rund 110 Millionen.
110 Millionen, da muss man mal gucken. Er spielt jetzt erstmal nicht mehr. Er hat davor nicht mehr gespielt und er hat eine Verletzung, eine schwere. Das mit 110 Millionen ist werden wir mal gucken. Und Mbappé, was für eine Summe wird da übrigens kommen? Bin ich auch gespannt. Das Bild ist mir jetzt geil von Rodrigo. Ich hoffe natürlich, da es geht ihm ja schon, glaube ich, besser und dementsprechend, ja, kann man das eigentlich so, stehen lassen. Ja, auf jeden Fall heute ich will eigentlich nichts über das Spiel sagen heute, was da passiert. Es geht ja um nichts. Es ist ja alles nur noch Plünn und Spielerei. Und noch mal was zu Arda Güler. Da wird natürlich trotz der Verletzung wird auf ihn gebaut, nachdem er einfach so fast die sage ich mal, der beste Vorlagengeber der Champions League war. Das hatte ich aber auch schon im Video gemacht. Und die Stimmung, wenn wir jetzt zur Stimmung noch mal kommen zu Real Madrid, ähm, die ist natürlich, ja, insgesamt immer noch angespannt, aber wirklich in allen Belangen. Auf einer Hinsicht ist mein Gott, wäre ja so 'n So-Pause gewesen, wie jetzt, wenn die Weltmeisterschaft jetzt nicht kommen würde. Aber mir gefällt das nicht ganz so, dass die kommt, weil es eben auch viele es können noch mehr Verletzte kommen und es gibt ja nicht groß Pause. Aber es wird Zeit, dass die Saison endlich jetzt zu Ende ist. Und dann wird Perez sich an die Arbeit machen und, ich gehe jetzt auch von Perez auch in Zukunft und warte, ne? Dann wird er sich auf und dann hoffe ich ich meine, er ist trotzdem einer der Besten, wenn nicht der Beste Präsident und Oberster. Das muss man so sehen und ganz ehrlich, da muss man, wie soll ich sagen, ähm, er muss trotzdem so schlau sein und irgendwann mal sagen: „So und so ist das, du musst weg, egal was für 'n Name du hast.“ Eigentlich macht er das ja. Aber er gibt Mbappé ich gehe ganz stark davon aus, dass er einfach sagen wird: „Ah, die kriegen sich wieder ein.“ Aber wennst du das oder machst du das noch 'ne Saison, dann funktioniert das so einfach nicht. Und dann wird auch das dritte Jahr er hat das ja so 'n bisschen runtergespielt: „Ja, das passiert eben so. Wir haben eben 2 Jahre keinen Titel gewonnen. Ja, das passiert eben so. Wir sind Real Madrid, da kannst du auch nicht einfach so sagen: „Jo, das passiert eben so.“ Das ist scheiße. Das ist auch Gesülze und er regt sich schon auf, dass wir jetzt gewonnen haben. Aber wenn das ein drittes Jahr passiert, weil dieser Schwachsinn da vorne mit Mbappé weitergeht und mit Vini oder mit Valverde, da muss ich übrigens auch noch mal was ganz kurz zu sagen, dann, wird das auch nächste Saison nichts. Und zu Valverde noch mal, ich wollte ihn als hinten als Spieler haben, aber wenn das alles, was da jetzt wir werden erst mal abwarten. Ich bin auch immer ein Mensch, der immer abwartet und nicht sofort seinen Senf zu allen zugibt. Natürlich hier mein Kanal, klar, aber ich habe meine Meinung. Ich halte mich immer neutral erstmal, aber aktuell sehe ich nicht, dass ich ein Trikot kaufen werde. Ich habe den so gefeiert. Ich habe den ihr wisst, meine Videos mein Kanal gibt's ja erst seit 4 Monaten. Wir sind auf dem Weg zu den 4.000, das freut mich. Macht so weiter, ne? Wer noch nicht abonniert hat, macht es jetzt und verlinkt dieses Video und hypt es. Daumen nach oben. So, jetzt haben wir alles durch. Aber, wenn man sich überlegt, ich habe den so gefeiert, er verkörpert Real Madrid wie kein anderer, so nach dem Motto, die jetzt noch da sind. Aber das jetzt alles und er gilt ja als Verkaufskandidat. Paris möchte ihn haben. Es ist sehr, sehr schade. Ich bin gespannt, was passiert. Es wird richtig viel passieren. Wir werden hier noch einiges besappeln. Das kann ich euch sagen. Und da würde ich mal sagen, lassen wir das einfach, stehen. Was habe ich sonst noch aufgeschrieben? Ähm noch ein spannender Punkt, Trent ach so, Alexander-Arnold, da muss ich sagen, Alexander-Arnold gilt aktuell als einer der wenigen Transfers, mit denen intern wirklich alle zufrieden sind. Ich muss aber allerdings auch dazu sagen, zu, Arnold, nicht Schwarzenegger, sondern Arnold, dass er die Flanken, die er manchmal macht, ey, das sind ja Kinderflanken. Also, das übrigens von vielen, das muss einfach besser werden und dementsprechend können wir das so stehen lassen und, ja, lassen wir es einfach. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Liked dieses Video, macht die Daumen mal nach oben und so weiter. Und wir gehen auf den Weg zu den 4.000, aber zwar sehr schnell. Also abonniert mich und bis zum nächsten Mal, Freunde. Hala Madrid.